Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns mal einen etwas anderen Bluetooth-Lautsprecher an. Warum sage ich anders? Naja, weil man sieht nicht viel über ihn im Internet und ich glaube, kaum einer kennt auch hier den Aiwa Exos 3. Und ich finde sowas ja immer relativ interessant, wenn ich hier so Lautsprecher oder Produkte vorstellen kann, die nicht unbedingt immer so Mainstream-mäßig sind. Aber trotzdem wollen wir ihn auch mal unfairerweise gegen den JBL Extreme 3 antreten lassen, aber auch gegen den Dockin Define. Und ich denke, das wird ganz interessant. Da wollen wir mal schauen, was der Kollege hier kann. Ich würde vorschlagen, bleibt doch einfach dran, das wird interessant. Los geht's, euer Speaker Schocker. Der Exos 3 von Aiwa kommt gut verpackt zu euch nach Hause. Dabei ist er nicht alleine. Mit enthalten ist noch eine Dankeskarte, eine Kurzanleitung, ein USB-C auf USB-A-Kabel, ein 3,5 mm Klinken-Stereo-Kabel, ein Tragegurt und natürlich der Lautsprecher an sich. Der Lautsprecher hat eine Breite von 28,2 cm und eine Tiefe und eine Höhe von 12,4 cm. Damit bringt er 1,6 Kilogramm auf die Waage. Und beim ersten in die Hand nehmen stellt man fest, alles klar, der Lautsprecher besteht zum größten Teil aus Kunststoff. Das ist aber allerdings gar nicht mal so schlimm, denn billig oder sowas fühlt sich das hier gar nicht mal an. Dabei ist der Lautsprecher hier schön mit einem strapazierfähigen Stoff umzogen und hier sieht man jetzt auch nicht irgendwo Nähte oder irgendwie sowas, dass das irgendwie schlecht verarbeitet sein könnte. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Den Lautsprecher gibt es zurzeit in Rot-Schwarz und Schwarz alleine, das wird noch in den nächsten Wochen oder Monaten kommen. Auf der Vorderseite begrüßt uns der Lautsprecher direkt mit einem gut gelungenen Aiwa-Logo. Auf der Oberseite sehen wir dann direkt die Bedienelemente, die sich auch bei Stocker-Dusternis wunderbar bedienen lassen. Da haben wir zuweilen den Ein- und Ausschalter, ganz klar, die Lauter- und Leiser-Button, um auch Lieder vor und zurück zu skippen, die Bluetooth-Taste und die Pairing-Taste. Denn wir können diesen Lautsprecher mit einem weiteren Aiwa-Lautsprecher kombinieren und paaren und dann Party machen. Machen wir hier in diesem Video gleich auch noch. Auf der Rückseite befinden sich hinter einer sehr dicken, guten Gummilasche 3 bekannte Anschlüsse. Da ist einmal der USB-C-Anschluss, um den Lautsprecher zu laden oder auch um ein anderes USB-Gerät zu laden. Könnt ihr hiermit auch machen, gar kein Problem. Oder wenn ihr das Ganze über USB-A machen wollt, dann ist das hier auch gar kein Problem. Dabei haben wir noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss, falls wir mal auf Bluetooth keinen Bock haben oder es nicht verwenden dürfen. Interessant ist hier schon mal, wir können den Lautsprecher ja mit einem weiteren Aiwa-Lautsprecher paaren. Und dabei ist es völlig egal, ob ich einen Lautsprecher davon jetzt über Bluetooth betreibe oder den mit Kabel betreibe. Das Signal wird trotz Kabel an einem anderen Lautsprecher, per Bluetooth dann, weitergegeben. Und das finde ich eine richtig geile Sache. So kann man den einen Lautsprecher, weiß ich nicht, am CD-Player anschließen oder sowas. Da habe ich da im Wohnzimmer ein bisschen Power. Und wenn ich eine Hausparty haben möchte oder sowas, in der Küche auch noch ein bisschen Sound, nehme ich einen zweiten Lautsprecher, nehme den mit und habe dasselbe Musiksignal. Und das ist cool. Auf der Unterseite signalisieren uns LEDs, was überhaupt Phase ist. Da sehen wir, ob wir einen Bluetooth-Modus haben oder einen Line-In-Modus. Und dabei wird noch der Akkustatus auch angezeigt. Verbaut hat der Lautsprecher im Inneren ein Akku mit 5000 mAh bei 7,2 Volt. Dazu gesellen sich 2 Breitbänder mit 50 mm Durchmesser und Neodymmagnet. Und jetzt Achtung! Ein Kalottenhochtöner mit 25 mm Hochtöner. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich ungewöhnliche Sache, denn oft hat man ja ein Tieftöner und 2 Hochtöner. Hier haben wir eher 2 Breitbänder und ein Hochtöner. Was das im Klang macht, das checken wir gleich im Soundcheck genauer aus. Bepowert wird das Ganze hier mit einem Class D Verstärkerchip, der bis zu 46 Watt Leistung raushauen kann. Dabei haben wir hier noch eine aktive Frequenzweiche verbaut und Wasserstaubschutz nach IPX67 haben wir hier auch noch. Also sind wir eigentlich für den Sommer, wenn wir noch mal wieder rausgehen dürfen am Strand oder sowas, perfekt gerüstet. Ein Frequenzgang wird hier von 50 bis 20.000 Hertz angegeben. Und wenn wir jetzt hier mal die Nahfeldmessung sehen im offenen Bereich, dann sehen wir, dass wir bei 50 Hertz nun schon beide Augen zudrücken müssen. Denn 50 Hertz, da ist er doch schon relativ leise. Sagen wir mal eher so ab 80 Hertz. Dann geht es dann relativ linear weiter, bis um die 1 Kilohertz, da hat es eine kleine Senke. Aber ich gehe mal davon aus, dass das mit der Mikrofonpositionierung und dem Aiwa-Logo irgendwie zusammenspielt. Und dann im Hochtonbereich geht es dann nochmal wieder hoch. Bei etwas 10 Kilohertz haben wir eine kleine Überhöhung, was nochmal für ein bisschen Spritzigkeit sorgt. Und jetzt haben wir schon so viel über Klang gesprochen. Jetzt möchte ich euch nicht noch weiter auf die Folter spannen. Aiwa hat mir hier noch einen zweiten Kollegen mit dazu geliehen, damit wir auch mal den Party-Modus ein bisschen auschecken können. Und dabei vergleichen wir das Ganze mal mit dem JBL Extreme 3. Ich weiß, das ist ein bisschen unfair, aber wir vergleichen ihn aber auch mit dem Dockin Define. Und ich denke, das wird ganz interessant. Auch diese Aufnahme ist wieder 3D binaural erstellt worden. Also tragt am besten eure Kopfhörer dabei, damit für euch das beste Ergebnis bei rumkommt. Würde ich sagen, los geht's mit dem Soundcheck.
Klanglich klingt der Lautsprecher nicht verkehrt, auf gar keinen Fall. Er kommt gut spritzig rüber, Lautstärke kann er gut, Mitten ist er gut, Höhen ist er auch gut. Nur im Bassbereich, da fehlt es mir doch tatsächlich manchmal. Jetzt nicht übertrieben, denn wenn man jetzt, ich sag mal, elektronische Musik hört oder Eurodance zum Beispiel, da ist der Tiefbass gar nicht mal so wichtig und da stellt er sich hier richtig gut an. Aber hört man dann jetzt, sage ich mal, andere Sachen aus den Charts oder so, dann denkt man, schade, da wäre jetzt ein bisschen mehr Punch untenrum mir noch ein bisschen lieber gewesen. Da tut er sich hier ein bisschen schwer mit. Man könnte zwar mit dem Handy-Equalizer noch ein bisschen nachregeln, aber dann kommen wir hier irgendwann auch an den Grenzen der Chassis an, dass da dann einfach nicht mehr geht. Und wenn wir das Ganze jetzt natürlich mit dem JBL Extreme 3 vergleichen, dann ist es natürlich irgendwo ganz unfair. Aber wenn man mal den Preis bedenkt, der kostet hier 150 € und dann ist das Ganze gar nicht mal ganz so schlecht, wenn wir jetzt überlegen, was wir mit alles anstellen können. Wasserdicht, staubdicht ist das Ganze. Wir können ein zweites Gerät mitnehmen und der Akku hält auch lange durch. Da bin ich hier auf 70% der Lautstärke auf knapp über 10 Stunden gekommen und das finde ich ganz gut. Er fängt schon an, bei 60% etwa der Lautstärke den Bass ein bisschen zu reduzieren. Aber da merkt man ganz deutlich, man kann auch ein bisschen lauter hören, ohne dass es verzerrt. Und der Akku hält dabei noch lange durch. Und das finde ich, das ist richtig gut gelöst. Dabei bin ich auf eine maximale Lautstärke von 99 Dezibel auf 1 Meter Entfernung gekommen. Das ist dann aber auch schon Grenze, da hört es sich nicht mehr ganz so gut an. Möchte man noch einen guten, ordentlichen Klang haben, dann kann man immerhin noch bis 94, 95 Dezibel gehen. Und das ist eine ganz ordentliche Hausnummer. Was ich auch nicht ganz so schön finde, ist, wenn man den Lautsprecher ein- oder ausschaltet und man möchte mal ein bisschen leiser hören. Denn Power on. Bluetooth. diese Ansage kann man... Power off. Ja. Diese Ansage kann man leider nicht in der Lautstärke variieren, denn ich hätte es ganz gerne ein bisschen leiser. Gerade wenn man mal ein bisschen leiser hören möchte, ohne dass man jemanden stört, macht man den Lautsprecher an und dann hat man sowieso schon wieder jeden gestört. Das wäre ein bisschen besser, wenn das noch mal ein bisschen nachregelbar wäre. Aber ansonsten sehr interessant und vor allem einfach mal was anderes als immer das, was sowieso schon jeder mit sich rumschleppt. Da fällt man hiermit schon wieder eine Ecke mehr auf. Und jetzt schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr von den Aiwa Exos 3 haltet. Ob ihr auch sagt, oh cool, mal anderes Design, das ist auch mal cool. Ich finde Mainstream nicht immer so geil. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Und wenn euch weitere Videos über Lautsprecher oder Bluetooth-Lautsprecher interessieren, dann lasst doch am besten direkt ein Abo für diesen Kanal da. Das wäre richtig genial. Und damit bin ich jetzt auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen und bedanke mich bei euch, dass ihr so lange zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr doch gerne einen Daumen nach oben, also ganz schön nach oben. Jetzt drücken, nach oben, genau. Abonnieren direkt auch, ne? Nicht vergessen, ne? Ansonsten verpasst ihr wieder die tollsten Dinge und dann ist es auch wieder schade drum. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleibt mir gesund und munter, dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder. Macht's bis dahin gut, euer Speaker Shocker. Tschüss. Hier sind noch 2 Videos und da unten ist Abonnieren.